Und damit willkommen zurück zu The Great Ace Attorney Adventure Chronicles, meine Lieben. Wir sind immer noch hier mit Iris Wissen im Gespräch und The Case of the Japanese Man. Da sind wir ja bekannterweise immer noch dafür, dass wir da dabei sind und sie fragen wollten, was da so abgeht. So yesterday, Mr. Shrimps apparent hinted at Japanese man you were saying. So gestern Rent. Geht schon wieder mal ganz gut los. Mr. Japanese ein Japaner genommen, als japanischer Mann, Japaner. Yes, yeah. Early had just arrived back in London after his sea voyage, also kam dann zurück nach London nach seiner Seereise. But the police were waiting for him at the rail station to take him directly to the crime scene. Aber die Polizei hat ihn dann auf ihn schon gewartet bei der Bahnhofstation. Hat ihn dann direkt mit zur Verbrechensszene genommen. Oh. The Great Detective is a popular man. Also der große Detektiv ist eine populäre Person. Apparently a woman was stabbed on a quiet street somewhere in the town. Also ja, eine Frau ist niedergestochen worden in einer Schnellstraße, Querstraße, oder noch eher sagen, where witnesses who had seen a short shifty looking. Wieso wollen die schon wieder beim Schiff looken? Oder schief looken? Ne, das nicht aussieht. Okay, stop it, man running away from the scene, also dementsprechend ein kurzer zwielichtig aus stop, man. Gebeugt. Ach so, gebeugter Mann. Seiner Zunge beyond any and dump. The citizen said that he didn't see anybody else on the street at all. Also man darf halt wirklich keinen gesehen an der Straße. There were witnesses after all. Aber so wie es aussieht, sind Zeugen überall. Early used his great deduction powers to determine the man's address. Also der hat durch seine Deduktion die Adresse des Mannes herausgefunden. It was a lodging room very nearby. He went directly there with the police. And what did they find? Es war ein Unterkunftsraum in der Nähe. He went directly there with the police. Also ging dann direkt mit der Polizei dorthin und das fanden sie einen kurzen, zwielichtigen, gebeugten Mann. Shivering in fear, Mr. Shrimp's great deduction can't lay. It's a man at that time. Was denn? He's a great detective. Aber natürlich hat es. Er ist ein großer Detektiv. Wir würden ihn trotzdem mal gerne in den Zeugenstand berufen und dann mal nachfragen, inwiefern er ein großer Detektiv ist. Ja, Mann. Wie werde ich meine Aussage bereuen? Still. That means the incident occurred only 2 days ago. Surely tomorrow is too soon for the trial, isn't it? Das sicherlich ist morgen. Definitiv. Ich muss meine Aussetzung übersetzen, das würde ich fairerweise immer gestehen, also seht's mir bitte nach. We have no time to investigate properly. Ach, richtig.
Wir haben keine Zeit zum Untersuchen, richtig? Harry says that London is rife, is reef. Dieses Riff, das für reif steht, oder? Reitet? Das, weil in London ist das Verbrechen sehr weit verbreitet. Oh. Scotland Yard is doing its best, but they can't stay on top of it. Apparently, also Scotland Yard tut ihr Bestes, aber sie sind dem nicht gewachsen, quasi. Oh dear, I hadn't realized this the situation was so dire. That's the ways they can't afford to spend too much time into investigating cases and trying the criminals at court. Schlimm mit diesen Eskorten. Sehr schlimm bestimmt. The staff and money are both short. Crimes are usually pinned on the first suspicious person. Das ist schrecklich. I suppose it's harsh reality. Manche Wörter können wir einfach aus offensichtlichen Gründen nicht wirklich mal richtig aussprechen. Reality. Ich kann es einfach gerade aktuell wirklich nicht. Of the workings of the world's greatest justice system, I suppose it is, but in this case, I don't hold out of. I hope ich gerade größte Hoffnung für Suzuki-san. Thank you for answering of many of our questions, Iris. Danke für die Antwort auf unsere vielen Fragen, Iris. It has been very informative. Sehr informativ. Oh, you're most welcome. I have had so much fun. Deshalb wieder willkommen. Do you happen to know where Mr. Sholmes is at the moment? As you guess, we'd like to ask him some questions about the case as well. Also wo Mr. Sholmes ist. Dazu einige Fragen an ihn. I expected Hurley is still investigates the scene. Of course, of the case involving Mr. Natsume, you mean? Yes, Mr. Oh, May? Okay. Hurley said he was going to the men's lodging. If you leave now, you'll probably catch him there. Yes, okay, können wir ihn vielleicht noch willkommen, Iris, do you know where those lodging are? Well, I mentioned the police are still investigating the sense of the themselves, aren't they? Did you happen to come across a detective by the name of Gregson when you were there? Yes, we know Inspector Gregson. Ja, wir wissen, wer Inspector Gregson ist. Ah, goodie. In the case, if Gregson is this for me, would you? If you do that, I'm sure he'll tell you what you want to know. Und das, was ist das? A 5-shilling piece and postcard, it seems. Also 5 Schilling Stück. Der Postkarte. Die muss mir quasi übergeben. It tells the gentleman in black whatever he wants to know. Also sagt dem Gentleman in schwarz, was er wissen will. He trusts that won't be a problem. Ich hoffe, das ist kein Problem. Gut, this will make the inspector help us with. Well, thank you, Iris. We'll give it a try.
Good luck and viel Glück. I'm going to return to writing my manuscript to this backlit band. Oh God. And I'll be making more special blends of tea, so some come back again soon. Oh Mann, wie oh gut, ich versuche das zu unterdrücken, also das gehen. Well, Mr. Naruto, it's back to the sense of the crime. Ja, dann lasst uns mal zurück zum Ort des Verbrechens gehen. So, somewhat dubious is that this was exert any influence over the men of Scotland Yard at all. We had that back to sense some with Iris Curious note and one of the wood harvest silver coins in hand. To be continued? Wie, wir sind ja jetzt schon durch? Okay. Interesting. Okay, damit habe ich es wirklich ernsthaft nicht gerechnet, dass wir jetzt halt hier schon durch sind. mit dem ersten Part hier davon. Nee, ist ernsthaft nicht gerechnet damit, aber okay. Wenn Sie es meinen, dass das so der Fall ist. Ich cross by not, ne? 19. Februar 14:38 Uhr PM. Briar Road. It looks as though the police are still carrying on with her investigation. Perfect. So let's find Inspector Gregson as quickly as possible. Yes, and let's see if I'll take a break from take a break from his chips to look at the silver tip Iris gift is. Da ist er ja schon, unser Mr. Gregson. Ja, das werden wir präsentieren, Mr. Gregson. Do you have a minute? Mr. Gregson, Inspector Gregson, habt ihr einen Moment? I'm sorry to say don't, I'm a very busy man. Tut mir leid, das sagen zu müssen. Aber ich bin ein viel beschäftigter Mann und ein sehr beschäftigter Mann. Much too busy to talk. A pair of again catapults. Catapult? Hat der ja schon wieder sich eingeworfen in der Zwischenzeit, damit das sowas mit sowas um die Ecken kommt. Das ist schon wieder irgendwie ein spezielles Wort, was man nicht Herumtreiber oder Herumtreiber möchte. That's for sure. We have this for you. Wir haben das für euch. A present from Miss Iris Wilson. What? For me? From her ladyship, von ihrer Ladyschaft. Her ladyship? Give that here at once. Come on, hand it over. That is for me. Arg. Don't wait for me to give it to you, will you? Wartet nicht, bis ich es euch what was that coin exactly? This is a silver crown, obviously, but it's a lot more than that. It is, well, it's an
Apparently she, yes, that's what is it. Moment. Auftrittsgeld? Okay. Oh, I see you mind. That's right. It was the adventures of Sherlock Holmes. Her ladyship always offers me a little financial reward for featuring me every time. Also sie bezahlt ihn quasi dafür, dass er da auftreten kann. Also man kann auch schon sagen, dass es quasi so eine Art Gage ist. Für ihn, muss man wirklich sagen. Dementsprechend, yes, of course, ja, natürlich. I know all about your exploits, Inspector. I read them evidently. Of course, her using my name without my say so does make me a butt of a lot of unpleasant jokes, but still, I am sorry, Inspector. That must be difficult for you. Es tut mir wirklich leid, Inspektor, aber das muss für euch verrückt schwer sein. Never you mindset. So, what do you want to know then? Sorry. Tell the gentleman it says. It will obviously is not a problem. Go on, fire away. Oh, she's loose. What do you want? Well, if you mind, Inspector. We'd much like to want the address of Mr. Natsung's lodging. Ah, the little knife holding, mustache Japanese fellow. He lives in a right old hovel. It's just over there, look. Ja, gleich da drüben. Ist ja wirklich nicht unweit des Tatorts, muss man wirklich sagen. Wirklich sehr interessant zu wissen, wo das ist. On the first floor of that house, on the corner where that wreck of a bicycle appropriate, also von dem Fahrrad hier. Was ist von dem Fahrrad? It is near P&D, das ist wirklich näher, in der Nähe wirklich. If I remember Nightly the Landlord. Landlord? Ist das auch irgendwie wieder was ganz Spezielles? Ach, Vermieter ist das, okay. Is Mr. John Gary Depp. Right, well, if you see her again, you make sure you give her ladyship my regrets. You hear? I mean it, you tell her that Mr. Crescent sends the very best wishes. Don't worry, Inspector, we will. Goodbye for then, and long life your ladyship. Ja, aber ich dachte jetzt mal ernsthaft mal, was Ladyship eigentlich ist. Ladyschaft. Okay. Well, at least he told us what we want to know before he left. Also wir haben erfahren, was wir wollten, bevor er gegangen ist. Yes, so then shall we go and see what we can find in Mr. Nutsum's lodging. Definitely. A new location. Mal schauen, was wir hier finden werden. Ich könnte schwören, dass man hier das Scholz findet, aber wie so zum Geier? Kanone? Okay, ich kann zwar den Stil der Kanone ist ja nicht so wirklich. Ich kenne aber auch, gell? Wirklich interesting, muss man sagen. Wirklich interesting, muss man sagen.
19. Februar, Mr. Natsumas Lodging, also Unterkunft. Wer ist denn die Gute? Okay, Mate. May I help you? Kann ich euch helfen? Ah, yes, would this be the residence of Mr. John Gary Debt? Indeed, I was, sir. And who may I say is calling? My name is Ryunosuke Naruhodo. I am. Naruhodo is representing Mr. Suzuki Natsume. I believe he takes lodging here. Was war denn das für ein Kurzauftrag? We would very much like to ask him some question about our client. Wie ist mir erfreut darüber? One moment, please. I shall convey the message to Mr. Ich überbringe geschwind die Nachricht. Gary Bad. Did you see that, Mr. Susato? That was a real life English maid. And now, as I understand it, anyone outstanding in English society employs a number of household stuff. Oh man, oh man, oh man. But that was the first time I've ever seen one in the flesh. Das war das erste Mal, wo ich sie in Real gesehen habe. Der Realität. Oh, this day keeps getting me better. It currently feels like we've really arrived. No, doesn't. I need only to meet a butler and the experience will be complete. Well, I'm not sure if to go far, but understand so sentimentally. Thank you for waiting. Danke fürs Warten. Mr. Gary Debt will see you now. Mr. Gary Debt will euch jetzt nun sehen, diesen Weg. Okay, ich weiß zwar nicht, warum der gerade durch die Haare und seinem Bart aussieht wie ein Halbmond. Good day to you. Guten Tag wünsche ich. John Gary Debt at your service. Pleased to meet you, sir. This is Ryunosuke Naruhodo. He's a defense lawyer. Do excuse me not getting up. Ja, er hat für mich irgendwie die Form vom Halbmond gefühlt. Oder was ist das für ein Mond? Das ist für ein Mond. Took a shot to the knee a few years back in the Battle of my Wend. Jemand. Don't you? I had a medal for my pains, but had a withdraw from service hand over the reins to the up-and-comings. So he's a retired soldier, also er war mein Soldat. It's a hell of a job, es ist die Hölle vom Job. Getting up and downstairs now, I can tell you. Don't get out much as you can imagine. Is it quite a climb up here to second floor? Isn't it? I was painting at the top of the stairs. Ich weiß nicht, was er mit seinen Sternen hat, aber okay. You really must take more exercises, Naruhodo. Oh, do you think so? Oh, think so? Oh, well, Mr. Gary Debt, no doubt you were very courageous to earn yourself. Oh, it was nothing. Mendel's just a folder, really. Wouldn't like to offend the general touch, so I grudgingly displayed the wall. Why don't you fetch it
down shown. Let this good people see properly. Down fat. Ah! That is all the moment. Be careful. Oh dear me, I do got your pardon. You surely nearly took the skin off my hands. I shall be more careful, sir. Oh, anyway, there you have it, living the quiet life now. Yes, I see. Was wir allerdings auch sehen werden wir allerdings schon im nächsten Part sehen. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, meine Lieben.